Als Türke bist du Unterklasse in Deutschland, aber wenn du Jude bist, wirst du unantastbar. Bist du Syrer, bist du nutzlos. Bist du Ukrainer, Luxusasylant. Immer mehr Ausländer in Deutschland erheben ihre Stimme und lassen ihrer Meinung freien Lauf. Ich möchte auf einige Kommentare aus der Community eingehen, denn auch die Türken in Deutschland, die teilweise hier geboren sind, haben natürlich auch ein Wort und sollen ihre Stimme erheben. Aber auch du als Deutscher natürlich darfst das gerne tun und ich freue mich immer wieder auf Feedback, vor allen Dingen auch in den Kommentaren. Und dementsprechend schauen wir uns das Ganze jetzt in diesem Video an. Eine deutsche Dame schreibt: Es gibt leider etliche Ausländer, welche gut auf Kosten von Deutschland leben, bekommen schneller Wohnungen, teilweise sogar Neubau. Und Deutsche müssen teilweise in maroden Wohnungen leben. Für sie gibt es dann keine bezahlbaren Wohnungen. Da wundert es nicht, dass die Deutschen unzufrieden sind. Mein Sohn geht selten in die Stadt, aber er nimmt zur Sicherheit immer etwas mit. Guten Tag, ich bin Türkin und in Deutschland geboren. Ich finde persönlich nicht nur Deutschland, sondern auch die Türkei und viele andere europäische Länder, gerade orientalische Länder, mittlerweile völlig am Abgrund. Nicht nur die unkontrollierte Migrationswelle spielt da eine große Rolle, sondern auch die Inflation und die Spaltung der Gesellschaft durch die Hetze vieler Politiker und durch die Kriege, die aktuell stattfinden. Die Rechtsradikalisierung, die zugenommen hat, und Menschen sind irritiert. Sie wollen weder Krieg noch Unruhe, aber viele Parteien haben falsche Handlungen und Ansätze. Und das führt dazu, dass die Menschen sich unsicher fühlen und sich für radikale Parteien entscheiden. Solange es keine Lösungen gibt für Waffenlieferungen und unkontrollierte Migrationswellen und der Inflation, wird es leider so weitergehen. Viele Länder stecken in einer Wirtschaftskrise. Preise steigen, Rentner haben kaum noch reichlich Geld in der Tasche und. Meiner Meinung nach sollten junge Leute in die Politik, die klar denken können, Lösungen finden und nicht rassistisch sind. Denn wir haben es alle satt mittlerweile. Wir wollen alle in Frieden leben. Setzt mehr Liebe in die Welt, Leute. Das darf nicht mehr so weitergehen. Politiker kommen und gehen. Wir aber bleiben und müssen schauen, dass wir alle miteinander auskommen und Respekt haben. Was sagst du dazu? Kasim schreibt: Wenn du 2 Töchter hast, die du noch großziehen musst in dem gegenwärtigen Deutschland, dann gehst du mit dem Teufel den Deal ein. Was wir in 60 Jahren mühselig aufgebaut haben, haben die kaputt gemacht. Murata schreibt: Ich bin davon überzeugt, dass die Politik fremdgesteuert ist. Sehr deutlich sieht man es an der aktuellen Themenpolitik seit etwa 3 Jahren. Hier einige Beispiele: Die unterdrückten Proteste, Nord Stream 2, Corona-Zwang, Verbot von sowas wie Kompakt, Arschkriecherei in Washington, verantwortungslose Verschwendung von Steuern, Zuwiderhandlung dem Grundgesetz, obwohl man sich dazu angeblich bekennt, Kriegstreiberei bzw. Förderung, siehe zum Beispiel Ukraine, Zerstörung der inländischen Wirtschaft, taube Ohren gegenüber dem Volk. Die AfD, Wagenknecht-Partei sind beide Auffangbecken derselben Drahtzieher, die auch sowas wie CDU, SPD, FDP und die Linke sowie die Grünen zur Auswahl stellen. Das sind alles Einheitsparteien. Volker Pispers hatte damals schon recht, wo er sagte, ich zitiere: Wollen Sie mir Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten und eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene? Wenn wir richtig energisch werden, tauschen wir den Lokführer aus und sagen dem dann, gib Gas. Alle Alternativen werden mundtot gemacht oder eben in der Öffentlichkeit nicht gefördert oder schlecht geredet. In Deutschland von heute gibt es keine Meinungsfreiheit. Wir haben hier eine Meinungsdiktatur. Deutschland geht heute definitiv in die falsche Richtung. Ich denke, ich spreche für viele, wenn ich sage, trotz dessen, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin, selbst deutscher Staatsbürger bin, fühle ich mich in Deutschland von heute nicht sicher. Ich sehe in der Politik und im Mainstream nur Doppelmoral, Lügen, Heuchlerei, Zerstörung von moralischen Werten wie zum Beispiel Familienbild, Religionsfreiheit, Diktatur verpackt in einem Anschein von Demokratie.
Mittlerweile darf man viele Dinge nicht mehr sagen in einem Land, wo es angeblich Meinungsfreiheit gibt. Alles das heißt nicht, dass ich Deutschland nicht mag. Deutschland ist genauso meine Heimat wie die Türkei. Was mich traurig macht, ist, dass wieder einmal die Falschen an der Macht sind und das Land spalten und kaputt machen. Das erweckt historische Erinnerungen. Ein weiterer Kommentar von Wolkenflug. Hey Markus, als allererstes sollte der Mensch in seiner Würde überall und auf der Welt im Vordergrund stehen. Sollte jedoch jemand, der ins Land kommt und vorerst nur geduldet wird, eine Straftat begehen, sollte er auf jeden Fall, je nach Schweregrad seiner Tat, bestraft werden oder halt auch ausgewiesen werden. Die AfD zu wählen ist meines Erachtens keine Lösung, sondern für Türken eher ein Schnitt ins eigene Fleisch. Denn der Deutsche ist im Verallgemeinern sehr schnell und schmeißt am Ende alles in einem Topf. Wer sich anständig verhält, den verfolgt man auch nicht. Das ist zumindest die Devise unserer Eltern gewesen und ich stehe drauf. Uns sollte aber auch bewusst werden, dass was gerade passiert, gesteuert ist, aus welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich Destabilisierung der Wirtschaft. Vermutlich sollen sich die Menschen überall anfeinden. So sieht es zumindest aus. Ein wirklich spannender Kommentar ist auch von Hock. Ab 1974 ist die erste Generation der Gastarbeiter Kinder. Bin auch einer und habe auch für Deutschland gedient. SAZ 4. Und jetzt sollen wir gleichgestellt werden mit den Facharbeitern ab 2015. Lächerlich. Das bedeutet, der Ausländer, der Türke, Deutscher, Deutsch-Türke, hat sich verpflichtet für die Bundeswehr und war sogar bereit, sein Leben dafür zu geben. Auf einen Kommentar von diesem Mann bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Bin in Deutschland geboren und lebe immer noch in der BRD. Eins muss man vorweg sagen, Scholz und die anderen neuen Politiker haben von Anfang an versagt. Man kann der Merkel regelrecht hinterherheulen, denn sie hatte sehr viel gebracht, in Klammern ausgenommen Flüchtlingskrise, als die jetzigen. Den Politikern von heute juckt es vor Langeweile. Es läuft nichts mehr. Egal was man anpacken will, ist teuer geworden. Als würde die Wirtschaftskrise nicht reichen, kommen Provokationen einander gegenüber, um den Dritten Weltkrieg anzufeuern. Ganz ehrlich, wir, das Volk, sind den Politikern doch scheißegal. Besser ist es für die Zukunft, wenn keiner mehr wählen geht. Mal schauen, was dann passiert. Viele sind zwar gegen Erdogan, aber der hat wenigstens genug Eier und weiß, was er will. Auch wenn er wie jeder andere Mensch seine ein oder anderen Fehler hat, was man nicht groß an die Glocke hängen kann. Ali Çoban schreibt zum Beispiel: Ich bin in Deutschland aufgewachsen, nur langsam, seitdem ich ein Kind habe, möchte ich auch nicht, dass es hier in Deutschland in irgendeiner Großstadt aufwächst. Es ist einfach nicht mehr so, wie es früher mal war. Wer hier ein paar Euros hat, bzw. in der Türkei etwas hat, der kann sich dort ein tolles Leben aufbauen für seine Kinder mit einer sicheren Zukunft. Türkei mag teuer sein, die Wirtschaft nicht so toll, aber dafür gibt es immer noch sehr viele tolle Ecken und auch tolle Menschen dort. Für mich wird Deutschland immer meine Heimat bleiben. Ich bin hier geboren und meine Eltern kamen hier 196 Mal hin. Was aber noch ein Problem in Deutschland ist, man auch echt keinen Bock mehr bei Ämtern oder Behörden diskriminiert zu werden und Bürger zweiter Klasse zu sein. Als Türke bist du Unterklasse in Deutschland, aber wenn du Jude bist, wirst du unantastbar. Das System ist einfach scheiße. Selbst Deutsche sind unglücklich. Bist du Syrer, bist du nutzlos. Bist du Ukrainer, Luxusasylant. Hier ist alles doppelter Standard. Dann kann ich mich auch in der Türkei auskotzen. Meinungsfreiheit gibt es dort immer. Natürlich gibt es keine, wenn ich in Deutschland Asyl beantrage. Ach je, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Das Video minutenlang weiterführen, stundenlang sozusagen, ist von Wanderpriester. Und zwar: Ich selbst habe einen Migrationshintergrund und lebe seit 1972 hier in Deutschland. Das bedeutet, der ist länger in Deutschland, der Wanderpriester, als ich alt bin. Ich habe die 70er, 80er und 90er miterlebt und es war eine der schönsten, besinnlichen Zeiten. Seit 2015 erkenne ich das Land nicht mehr wieder. Deutschland ist nicht mehr das gelobte Land. Es ist ein Land, was gerade untergeht wie die Titanic. Ich bin kein Fan der AfD,
aber selbst aus Trotz würde ich die wählen. Zum Abschluss dieses Videos muss ich noch einen Kommentar reinbringen, den ich gerade jetzt erst erhalten habe. Und das ist ein deutscher Kommentar und der hat es nochmal in sich. Und das sollte jeden nochmal zum Nachdenken anregen. Thomas schreibt: Chaos ist gewollt und das weltweit. Ihr beschäftigt euch immer mit den Symptomen, anstatt die Krankheit zu erkennen. Wer bombardiert diese Länder und verursacht Elend und Armut und treibt diese Menschen Richtung Europa? Insbesondere Deutschland. Wer hat Interesse an Chaos, Krieg und Elend? Wer hilft dabei und was ist ihr Ziel? Wenn wir zusammen Hand in Hand die Ursache, die wahren Täter nicht erkennen und beseitigen, wird es immer so bleiben oder noch viel schlimmer werden. Warum geschieht all das? Wir müssen uns auch mal einen Spiegel vor die Nase halten. Was haben wir falsch gemacht, dass alles so gekommen ist? Mit Wahlen, AfD, CDU oder sonst wer, dass sie alle dieselben Sklaven der dunklen Seite, nur mit anderen Gewändern. Ihr konntet noch nie wählen. Wann begreift ihr das? Wählt Liebe und Menschlichkeit. Wählt Selbstbestimmung und Freiheit. Danke fürs Video, lieber Markus. Ich danke dir, Thomas, für diesen Kommentar. Ich danke jeden Einzelnen für die Kommentare und auch dein Kommentar. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Am Ende des Videos angekommen, hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat und ich dir damit auch einen kleinen Einblick in meine Welt hier auf YouTube in die Kommentare natürlich geben konnte. Ich versuche auf alle Kommentare zu antworten. Dementsprechend freue ich mich natürlich auch, wenn du jetzt am Ende des Videos deine Worte, deine Meinung dazu dalässt, falls du es noch nicht getan hast. Und falls auch noch nicht, kannst du auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und aber auch natürlich gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren. Und als Topping obendrauf, falls du es noch nicht gemacht hast, darfst du das und kannst du gerne natürlich diesen Kanal auch teilen. Ich freue mich auf das nächste Video. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft, ganz viel Liebe. Wir sind alle eine Menschheitsfamilie. Man sollte nicht alles so ernst nehmen, auch im alltäglichen Alltag sozusagen. Sei locker, sei freundlich und dann kommt dir auch Freundlichkeit entgegen. Beste Grüße aus Alanya, dein Markus.